das voll ist und wir haben Flüssigkeit hier drin, dann kann es nur Salzwasser sein. Wir sind gerade die Jungs ein bisschen zu viel, deswegen habe ich jetzt mal mein Ding gemacht. Oh. Neue Woche, neues Problem. Letzte Woche haben wir noch gesagt, oh, mal gucken, wie wir die nächsten 2 Wochen überstehen. Wir haben noch wahrscheinlich noch 2 Wochen Quarantäne. Und jetzt sind wir so gut wie mit allem durch und alles ist geputzt, alles ist repariert. Ja. Und dann machen wir heute Frühstück und Sven hatte schon den Generator angestellt und dann geht er einfach aus. Ja, wir haben halt gedacht, ja, naja, vielleicht war es halt ziemlich heiß und vielleicht hat der Ventilator einfach mal wieder gestreikt und wir haben jetzt dann einfach in Ruhe gefrühstückt und da war halt unsere Idee, nein, wir machen halt einfach einen Generator, die ganzen Decken und alles ab, die Isolierung und dann kriegt er ein bisschen Luft und dann ist alles wieder gut. Und ja, jetzt nach dem Frühstück hat Sven den Deckel aufgemacht und das, was er gesehen hat, es war alles voll mit Flüssigkeit. Also das ist ja dunkel alles unten drin und das sieht erstmal so aus, als ob es alles irgendwelches Öl ist und es ist nicht nur ein bisschen was ausgelaufen, es ist wirklich komplett. Also das sieht aus, als wären da über 10 Liter verteilt. Das heißt, das müssen wir jetzt erstmal alles abpumpen und sauber machen, alles schön reinigen und dann gehen wir wieder auf Spürsuche, was es denn ist. Und naja, es ist Ostersonntag, wir brauchen natürlich den Generator, aber ja, das wird dann vielleicht wieder eine Wochenaufgabe. Hoffentlich kann man das schnell regulieren. Ich meine, es ist jetzt nicht der Weltuntergang. Schlimmstenfalls müssen wir halt mit dem Motor Strom erzeugen, aber es ist natürlich total blöd. Wo das Loch ist, das Leck ist. Mit dem Spiegel? Na klar, weil ich kann ja gleich da hinten reinkriechen. So, Sven saugt jetzt gerade die ganze Flüssigkeit ab. So wie es aussieht, ist es doch kein Öl, sondern es scheint Kühlflüssigkeit zu sein. Das heißt, es ist relativ klar, ein bisschen dreckig, aber unten ist es halt dreckig. Und ja, so wie es aussieht, verlieren wir oder haben all unsere Kühlflüssigkeit verloren. Das ergibt halt auch Sinn, warum dann der Generator ausgegangen ist, weil er halt einfach komplett überhitzt ist. Und jetzt muss man halt einfach mal gucken, wo ist die Schwachstelle, ist der Schlauch kaputt, ist es nur irgendeine Schelle oder warum verliert unser Generator die ganze Kühlflüssigkeit. Erstmal suche ich ab, wo Leckstellen sein können. Hat gekocht. Das sieht aber komisch aus, das ist ja alles weiß. Hat gekocht. Ne, hier ist was drin. Ja, da wird gekocht, ja. Das ist aber keine Kühlflüssigkeit. Wasser ist da irgendwas anderes reingemixt? Ne. Kühlflüssigkeit ist nichts anderes wie Kühlflüssigkeit und ein Kondensat zugesetzt, dass es nicht frieren kann. Die Farbe. Wird sie aber nicht kosten. Ja, kosten tue ich es nicht. Plaste zersetzt irgendwas. Ja. Warte. Wir können die Kühlflüssigkeit abpumpen. Ich weiß nicht, wie viel reinkommt. Wir haben Kühlflüssigkeit. Aber das ist dann immer noch eine... Wenn das voll ist,
und wir haben Flüssigkeit hier drin, dann kann es nur Salzwasser sein. Das Salzwasser ist dann das Zeichen, dass hier der Seite das geleckt hat und dann ist hier irgendwas nicht in Ordnung. Schnell, 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 schnell. Schnell. Jetzt weiß ich, was es ist, was ausgelaufen ist. Dichtung und Wasser. Kopfdichtung und Kühlung. Und die Kopfdichtung wird gekühlt. Aber das Öl wird gekühlt. Müsste immer wieder Öl nachfüllen. Leck haben wir nicht gefunden. Ein richtiges Leck. Leckstellen haben wir gefunden, aber da läuft nichts raus, weil es war nicht feucht, war trocken. Der Impeller ist kaputt. Woher weißt du das? Weil es ich höre kein Platschen im Auspuff. Das stimmt, das kam überhaupt nicht. Aber warum ist dann die Kühlflüssigkeit ausgetreten? Ja, weil Überhitzung. Da musst du wieder alles ausbauen, oder? Oder wie kommst du jetzt an den Impeller da hinten dran? Gar nichts ohne weiteres. Erst muss der Motor kalt werden. Der Impeller geht doch. Am Wasser erkennst du das? Am Platschen. Und hast du noch eine Idee, was sein kann? Nee, jetzt nicht. Es könnte nur sein, dass zu wenig Öl drin war, weil ja Öl hatte komplett gefehlt. Oder ich habe zumindest 4 Liter nachgießen müssen, dass irgendwo ein kleines Ölleck ist. Und dadurch ist der Motor überhitzt und hat halt Kühlwasser nachgedrückt. So, es ist mal wieder soweit und die Lebensmittel werden langsam knapp, zumindest die frischen Sachen. Und wir fahren jetzt mit dem Ding hier rüber in den Supermarkt. Es ist jetzt ungefähr um 7 rum. Wir müssen auch so früh losfahren. Dadurch, dass es halt so weit ist, ungefähr halbe, dreiviertel Stunde fahren wir jetzt. Und um 8 macht der Supermarkt auf und wir fahren halt extra früh, damit wir nicht wieder so 2, 3 Stunden anstehen müssen. Deswegen müssen wir vielleicht eine halbe oder 1 Stunde anstehen und ja. Genau, mal gucken, wie voll es heute früh ist. So, wir sind jetzt hier im Supermarkt angekommen und haben ja gedacht, wir stehen relativ weit vorne, aber haben wir voll vergessen. Alle Locals sind gerade einkaufen und wir stehen bis hinten hin. Da hat jemand schon Langeweile. Und ich denke mal 2 bis 3 Stunden stehen wir jetzt an und ja, ich habe es zu Sven schon gesagt, wir werden wahrscheinlich erst zum Mittagessen wieder da sein und so wird es wohl auch sein. Wir sind jetzt mittlerweile fast seit 5 Wochen hier auf Martinique und ja, wir sind gerade die Jungs ein bisschen zu viel, deswegen habe ich jetzt mal mein Ding gemacht und bin quasi hier alleine so einen kleinen Wanderpfad zum Strand gelaufen und einfach mal ein bisschen Zeit für mich, ein bisschen Ruhe, einfach mal allein sein. Jetzt wollte man in den Urlaub laufen, wie du hier siehst, da alles so Lianen an den Bäumen, sieht richtig cool aus, hier ist halt so eine Straße und ich laufe gerade um so eine Feriensiedlung, Feriendorf, irgend sowas drumherum, das ist alles in der Nähe vom Strand und ich denke mal, das müsste eigentlich auch der Rückweg zurück nach St. Ann, also dann zum Dingi und zum Boot sein. 1 Stunde darf ich übrigens unterwegs sein und nur 1 Kilometer weit weg vom Boot, also eigentlich mega blöd, weil 1 Kilometer Spaziergang oder Joggen, ja, das ist halt nicht wirklich viel Auslauf. Unsere Nachbarn von der Svea haben gestern, glaube ich, Zimtschnecken gebacken, echte schwedische. Und gestern haben wir eine Kostprobe bekommen. Die essen wir jetzt hier heute zum Kaffee und die sehen mega lecker aus. Ich habe es extra nochmal in den Ofen gesagt, so wie es Lina gesagt hat. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sie schmecken. You changed
Jetzt ist gar nicht entstanden. So, gleiches Problem wie immer. Wir finden es noch nicht. Also wir haben immer noch nicht das Problem gefunden, warum unser Generator Flüssigkeit verliert. Sven kontrolliert das jetzt schon jeden Tag. Er lässt ihn auch offen, während er läuft, um zu gucken, ob da einfach irgendwas rauskommt. Aber bisher haben wir noch nichts gefunden und ja, wir hoffen, dass wir bald das Leck finden. Es geht, also jetzt ist nicht mehr so viel Flüssigkeit, aber wir müssen es auf jeden Fall im Auge behalten. Weißt du noch, was damals war? Na, da war die Schelle, war da halt Also nicht das von jetzt, sondern von damals. am Motor. Ja. Naja, am Hauptmotor sind die Schellen abgegangen, da waren die locker, deswegen ist da Flüssigkeit durchgegangen. Genau. Wie lange haben wir gebraucht dafür, um das zu finden? Weiß ich nicht, halbes Jahr, bis Jeanette gefunden hat. Genau. So, wir hatten Ölaustritt aus dem Generator und Wasser ist ausgetreten in die Wanne da unten. Da sitzt nämlich der Generator. Und nach langem Suchen habe ich das Leck gefunden und die zwei Lecks, einmal das Wasserleck unterhalb des Impellerpumpe ist ein Wasserschlauch, der ist undicht gewesen. Und den habe ich dann festgezogen und habe kontrolliert, dass da kein Wasser mehr ausläuft und siehe da, es hat funktioniert. Und die zweite Geschichte, da ist schon ein bisschen länger, da ist immer mal wieder Ölaustritt aus dem Ölfilter. Da habe ich immer wieder mal festgezogen, aber jetzt tritt halt richtig doll aus und da habe ich so eine Schale drunter gemacht beim laufenden Motor und da ist das eingelaufen, da war ein bisschen, so 1 cm war die Schale voll mit Öl. Konsequenz, ich habe jetzt den Ölfilter gewechselt und gehe davon aus, dass jetzt alles dicht ist. Es geht im Probebetrieb und wir schauen mal, ob alles funktioniert.